Deutsch für Bewerbungen. Sicher bewerben in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge unseres Podcasts. Bevor wir beginnen, habe ich einen wichtigen Rat für dich. Diese Podcast-Folge ist ein Werkzeug für dein Gehörtraining. Deutsch lernt man nicht nur durch Regeln, sondern vor allem durch das Hören. Mein Tipp: Hör dir diese Folge mehrmals an. Beim ersten Mal versuchst du einfach, den Fluss der Sprache zu spüren. Beim zweiten Mal wirst du merken, dass du bereits spezifische Wörter wie Bewerbung oder Lebenslauf erkennst. Beim dritten Mal wirst du die Struktur der Sätze verstehen. Die Wiederholung ist dein bester Freund beim Sprachenlernen. Es ist völlig normal, wenn du nicht sofort alles verstehst. Lass die Sprache einfach auf dich wirken. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, bedeutet das wahrscheinlich, dass du bereits in Deutschland lebst oder planst, hier bald zu arbeiten. Das ist ein großer und spannender Schritt. Und früher oder später kommt jeder an den gleichen Punkt im Prozess: die Bewerbung. In vielen Köpfen ist das Wort Bewerbung mit Stress verbunden. Man hat vielleicht Angst, Fehler zu machen, oder man fragt sich, ob das eigene Deutsch gut genug ist. Aber ich möchte dir heute eine andere Perspektive geben. Heute geht es nicht um perfekte Grammatik oder komplizierte akademische Regeln. Es geht um Verständnis, es geht um Struktur und es geht um die Sprache, die im deutschen Berufsalltag wirklich benutzt wird. Beginnen wir ganz am Anfang mit dem wichtigsten Wort: die Bewerbung. In Deutschland ist eine Bewerbung viel mehr als nur ein Formular oder ein Blatt Papier. Sie ist ein Gesamteindruck. Sie ist wie eine Visitenkarte deiner Persönlichkeit und deiner Arbeitsweise. Sie zeigt dem Arbeitgeber nicht nur, was du kannst, sondern auch, wie du denkst, wie organisiert du bist und wie viel Mühe du dir gibst. In der deutschen Sprache nutzen wir dieses Wort sehr aktiv. Wir sagen zum Beispiel nicht: Ich mache eine Bewerbung. Das klingt unnatürlich. Wir sagen stattdessen: Ich schreibe eine Bewerbung oder ich schicke eine Bewerbung. Stell dir vor, du erzählst einem Freund von deinen Plänen. Du könntest sagen: Ich schreibe gerade eine Bewerbung für eine Stelle als Lagerarbeiter. Oder ich habe meine Bewerbung gestern per E-Mail geschickt. Ein Satz, den du oft hören wirst, wenn alles bereit ist, lautet: Meine Bewerbung ist vollständig. Das ist ein extrem wichtiger Satz in Deutschland. Vollständig bedeutet, dass kein Dokument fehlt. Alles ist ordentlich, alles ist da. Das ist der erste Schritt, um Vertrauen bei einer Firma aufzubauen. Was viele Menschen beim Deutschlernen oft vergessen, ist die Kultur, die in der Sprache steckt. Eine Bewerbung in Deutschland folgt einer bestimmten Kultur. Während Bewerbungen in anderen Ländern vielleicht sehr locker oder sehr emotional sein können, ist der deutsche Stil eher sachlich, ruhig und strukturiert. Das bedeutet nicht, dass es kalt sein muss. Es bedeutet einfach, dass Klarheit geschätzt wird. Man übertreibt nicht maßlos, man verspricht keine Wunder. Man beschreibt stattdessen ganz ruhig und präzise, was man kann und was man gelernt hat. Genau für diese Sachlichkeit brauchen wir die richtigen Wörter und Ausdrücke. Bevor du aber überhaupt anfangen kannst zu schreiben, brauchst du eine Grundlage. Diese Grundlage ist die Stellenanzeige. Das ist das Jobangebot, das du im Internet oder in der Zeitung findest. Die Stellenanzeige ist wie eine Landkarte. Sie beschreibt genau, was die Firma sucht und was sie von dir erwartet. Ein sehr typischer Satz, den du in deinem ersten Kontakt mit einer Firma nutzen kannst, ist: Ich habe Ihre Stellenanzeige online gefunden. Wenn du etwas formeller klingen möchtest, sagst du: Mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenanzeige gelesen. Viele Lerner denken, dieser Satz sei zu einfach oder langweilig. Aber in der deutschen Arbeitswelt ist das Gegenteil der Fall. Solche Sätze geben Sicherheit. Sie sind korrekt, sie sind akzeptiert und sie zeigen, dass du die professionellen Standards kennst.
In Deutschland darf man in Bewerbungen durchaus standardisiert sein, solange man präzise ist. Kommen wir nun zu einem Dokument, das oft als das Herzstück bezeichnet wird, der Lebenslauf. In manchen Sprachen sagt man Curriculum vitae oder CV, aber im Deutschen ist Lebenslauf das Wort der Wahl. Dein Lebenslauf zeigt deinen Weg. Aber Achtung, er zeigt nicht dein ganzes privates Leben, sondern nur deinen beruflichen Weg. Was hast du gearbeitet? Was hast du gelernt? Wo hast du wertvolle Erfahrung gesammelt? Ein deutscher Lebenslauf ist meistens tabellarisch aufgebaut. Das bedeutet, er ist sehr klar in Blöcke unterteilt. Erfahrung, Ausbildung, Kenntnisse. Wenn du deine Bewerbung per E-Mail verschickst, ist ein sehr einfacher, aber wichtiger Satz: Mein Lebenslauf ist im Anhang. Oder, wenn du professioneller klingen möchtest, anbei finden Sie meinen Lebenslauf. Das Wort anbei ist ein wunderbares Wort für E-Mails. Es bedeutet einfach in dieser Nachricht oder beigefügt. Achte darauf, dass dein Lebenslauf nicht zu bunt oder zu kompliziert gestaltet ist. In Deutschland schätzt man ein ruhiges und übersichtliches Design. Es geht um die Inhalte, nicht um die Dekoration. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der vielen Bewerbern am meisten Sorgen bereitet: das Anschreiben. Das Anschreiben ist der Text, in dem du erklärst, warum du dich genau auf diese Stelle bewirbst und warum du glaubst, dass du der richtige Kandidat bist. Viele Menschen denken fälschlicherweise, sie müssten sich im Anschreiben wie ein Verkäufer verhalten. Aber in Deutschland geht es vielmehr darum, sich realistisch zu beschreiben. Man möchte deine Motivation verstehen. Warum willst du diesen Job? Warum gerade in dieser Firma? Ein ruhiger, klassischer Satz für den Anfang deines Anschreibens ist: Gerne möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen. Dieser Satz ist höflich, er ist nicht zu direkt und er wirkt sehr sympathisch. Ein anderer Satz, den du verwenden kannst, lautet: In meinem Anschreiben stelle ich mich kurz vor oder im Anschreiben erkläre ich meine Motivation. Ein zentrales Thema in jedem Bewerbungsprozess ist die Erfahrung. Fast jeder Arbeitgeber möchte wissen, was hat diese Person früher gemacht? Kann sie die Aufgaben erledigen? Wenn du über deine Erfahrung sprichst, kannst du ganz einfach anfangen: Ich habe Erfahrung in diesem Bereich oder Ich habe Erfahrung im Lager. Das ist klar und verständlich. Wenn du jedoch etwas professioneller klingen möchtest, gibt es ein sehr schönes deutsches Verb: mitbringen. Du sagst zum Beispiel: Ich bringe relevante Erfahrung mit. Oder noch spezifischer: Ich bringe relevante Erfahrung in der Produktion mit. Das Wort mitbringen ist hier sehr bildlich. Es ist so, als hättest du einen Koffer voller Wissen, den du zur neuen Firma mitnimmst. Du bringst Erfahrung mit, du bringst Kenntnisse mit und du bringst Motivation mit. Eng verbunden mit der Erfahrung sind die Qualifikationen. Das sind deine spezifischen Fähigkeiten, das, was du gelernt hast. Ein typischer Satz für dein Anschreiben oder das Gespräch ist: Meine Qualifikationen passen gut zur Stelle. Wenn du zeigen möchtest, dass du die Stellenanzeige genau gelesen hast, sagst du: Meine Qualifikationen entsprechen den Anforderungen. Das Wort Anforderungen beschreibt all die Dinge, die die Firma in der Stellenanzeige verlangt hat. Wenn du dieses Wort benutzt, zeigst du, dass du verstehst, was die Firma braucht. In Deutschland hat das Wort Ausbildung ein sehr hohes Gewicht. Eine Ausbildung ist hier oft etwas anderes als ein reines Studium an einer Universität. Sie ist oft sehr praktisch, beruflich orientiert und konkret. Wenn du deine Ausbildung nicht in Deutschland gemacht hast, ist das kein Problem. Du kannst es einfach ruhig erklären.
Ich habe eine Ausbildung als Mechatroniker gemacht oder meine Ausbildung habe ich im Ausland abgeschlossen. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass deine Ausbildung in einem anderen Land war. Es ist ein Teil deines Weges und du erklärst ihn einfach sachlich. Ein weiterer wichtiger Begriff ist die Berufserfahrung. Hier geht es nicht nur darum, was du kannst, sondern wie lange du es schon tust. Zeit spielt in Deutschland eine Rolle für die Glaubwürdigkeit. Ein einfacher Satz ist, ich habe Berufserfahrung, aber viel stärker wirkt, ich habe mehrere Jahre Berufserfahrung. Und wenn du wirklich beeindrucken möchtest, nutzt du die Wendung, ich verfüge über mehrjährige Berufserfahrung. Der Ausdruck ich verfüge über ist sehr typisch für die deutsche Geschäftssprache. Er klingt ruhig, seriös und sicher. Es zeigt, dass du deine Fähigkeiten als einen festen Besitz betrachtest, den du nun einsetzen möchtest. Wenn deine schriftliche Bewerbung überzeugt hat, folgt die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Das ist der Moment, in dem man sich persönlich kennenlernt. In deinem Umfeld wirst du vielleicht stolz erzählen, ich wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Das ist ein toller Erfolg. Im Anschreiben selbst nutzt man oft eine höfliche Formel für den Schluss. Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich freuen. Dieser Satz ist ein absoluter Standard. Er ist höflich, er ist akzeptiert und er berührt in fast jede gute Bewerbung. In Deutschland ist es beim Vorstellungsgespräch wichtig, pünktlich zu sein. Pünktlichkeit ist hier ein Zeichen von Respekt. Aber auch die Sprache im Gespräch sollte ruhig bleiben. Du musst nicht versuchen, mit komplizierten grammatikalischen Strukturen zu beeindrucken. Es ist viel wichtiger, dass deine Antworten klar und ehrlich sind. Zum Schluss dieses Teils sprechen wir über die Unterlagen. Dieses Wort fasst alles zusammen, was du der Firma schickst: den Lebenslauf, das Anschreiben und deine Zeugnisse. In Deutschland sagt man oft, meine Unterlagen sind vollständig. Oder man schreibt in der E-Mail, anbei sende ich Ihnen meine Bewerbungsunterlagen. Das Wort Bewerbungsunterlagen ist ein langes, typisch deutsches Wort, aber es ist sehr nützlich, weil es alles beinhaltet, was der Arbeitgeber sehen möchte. Lass uns nun die wichtigsten Begriffe noch einmal ganz in Ruhe durchgehen. Ich werde sie langsam aussprechen, damit du ihren Klang verinnerlichen kannst. Die Bewerbung. Der gesamte Prozess. Deine Karte in die Firma. Die Stellenanzeige. Das Angebot. Die Suche der Firma. Der Lebenslauf. Dein Weg. Deine Stationen. Das Anschreiben. Deine Motivation. Dein Hallo an die Firma. Die Erfahrung. Das, was du schon getan hast. Die Qualifikation. Deine Fähigkeiten und Abschlüsse. Die Ausbildung. Deine berufliche Basis. Die Berufserfahrung. Die Zeit, die du gearbeitet hast. Das Vorstellungsgespräch. Das persönliche Treffen. Die Unterlagen. Alles zusammen in einer Mappe oder Datei. Du musst diese Wörter nicht sofort perfekt auswendig lernen. Der Sinn dieses Podcasts ist es, dass du dich an den Klang gewöhnst. Stell dir vor, du hörst diese Wörter wie eine Hintergrundmusik. Mit der Zeit werden sie sich in deinem Kopf festsetzen. Wenn du das nächste Mal eine Stellenanzeige liest und das Wort Berufserfahrung siehst, wirst du dich an diesen Moment erinnern und wissen, hier geht es darum, wie lange ich diesen Job schon mache.
Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass sie perfektes Deutsch brauchen, um einen Job in Deutschland zu finden. Ich möchte dir sagen, das stimmt nicht. Natürlich ist die Sprache wichtig, aber was Arbeitgeber in Deutschland oft noch mehr schätzen, ist ein klarer Wille, eine gute Struktur und Zuverlässigkeit. Wenn dein Lebenslauf ordentlich ist, wenn deine Unterlagen vollständig sind und wenn du im Anschreiben höflich sagst, gerne möchte ich mich Ihnen vorstellen, dann hast du bereits eine sehr gute Basis geschaffen. Perfektion kommt mit der Zeit, aber Klarheit kannst du von Anfang an zeigen. In der nächsten Folge werden wir uns noch genauer ansehen, wie man ein Anschreiben Satz für Satz aufbaut. Wir werden uns typische Sätze ansehen, die du fast 1:1 übernehmen kannst, um Sicherheit zu gewinnen. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Es ist toll, dass du dir die Zeit nimmst, nicht nur die Sprache, sondern auch die Arbeitskultur zu verstehen. Erinnere dich daran, hör dir diese Podcast-Folge noch einmal an, vielleicht morgen beim Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit. Jedes Mal wirst du ein bisschen mehr verstehen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Vorbereitungen. Bleib ruhig, bleib strukturiert und vor allem bleib dran. Deutsch ist eine Sprache, die man Schritt für Schritt erobert. Und du hast heute einen wichtigen Schritt gemacht. Bis zum nächsten Mal und alles Gute für deine Bewerbungen.